Also, wir reagieren heute auf Willst du mit mir gehen? Folge 4 ist eine spezielle Folge, weil ein alter Arbeitskollege macht da mit, der sich da beworben hat, nur wegen mir. Ja, Yvonne, zu dir. Yvonne ist meine Schwester. Möchtest du irgendwas noch sagen, Yvonne, bevor wir starten? Nein, ich bin gespannt. Du bist gespannt. Okay, dann schauen wir uns mal einen Trailer an und ja, machen wir mal, ne? Wer wird heute Inas Herz erobern können? An Gelegenheiten soll es dafür nicht fehlen. Ob sich Single und Kandidaten riechen können? Hier entscheidet nicht das Herz, sondern die Nase. Bisschen komisch, habe ich das so gefunden, weil ich weiß nicht, wo riecht man da jetzt? Wie es sich gemeinsam schwitzt, wird beim Power-Partner-Training erprobt. 13, 14 Uhr, ich kann weitermachen. Und wer mit wem ein Haus baut, wird auch noch ergründet. Nein. Kennst du den, Yvonne? Ich bin schon gespannt. Was? War er schon? Ja. Warte. Kennst du den nicht? Ich? Naja, da sehe ich ja nichts von ihm. Wenn es zur Frage kommt, willst du? Mit mir gehen! So, Yvonne. Okay, jetzt hast du mal den Trailer gesehen. Was sagst Ja, kann jetzt noch nicht viel sagen. du? Bin gespannt, was da jetzt noch geht. Das Konzept Ich hat... kann noch nicht sagen, ob ich den Max kenne. Aufgeregt? So. Ja, ein bisschen. Vor was? Vor allem, also was ich glaube vor dem Tag heute, was heute so... Ich glaube ja sowieso, gell, Ja. dass die alle nur mitnehmen wegen der Moderatorin. Dass die alle nicht interessiert sind an die anderen, sondern die dann alle, die Männer dann nur wegen der Moderatorin mit. Ich habe da was Da vorbereitet. geht schon in die Steckbriefe. Das mit dem Konzept mit den Steckbriefen hast du verstanden auch schon? Ja. Nicht. Also, bei den Steckbriefen ist es so, die Kandidatin fragt den Kandidat, also fragt an die Produktion eine Frage. Sie fragt. Sie fragt sie. Frag einmal. Also die Kandidatin oder halt der Hauptcharakter, die fragt eine Frage an die drei Kandidaten. Ja, fragt heute, jetzt ärgere mich dann nicht. Entschuldigung. Okay. Ja, schauen wir einfach weiter. Aufgeregt? So, Okay. so schaut es aus dann. Erster Eindruck. Wow. Da, hä? Fast wie meine Zeichnung, hein, Yvonne? Was steht da? Wer will, findet einen Weg. Ja, das hast du echt gut zeichnen können. Keire, Student, Finanztechnologie und Ja, Croupier. Brasil. Hey, Croupier ist Croupier da im Casino, weißt du das? Ja, Da hab ich überlegt, in der Schweiz das mal zu machen. Sehr sympathisch. Sehr cool. Okay. Du heißt wow, verdienst sicher nicht schlecht. Ja, dann schauen wir weiter. Ja, schauen wir weiter. Ich bin gespannt. das ist leicht. Okay. Lust. Oh, das ist aber schon besser, ha? Mein Gott. Den gewissen Schmunz. Gabriel. Oha, ja, aber das ist kopiert, das ist ja nicht zeichnet. Schaut sehr lustig aus. Wie muss er der schon Ja, Lebenswelt? Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called present. Also, Rechtschreibfehler. Aber- Ja, okay. dann hast du noch. Aber ein Haus ist, das klingt doch schön. Und Das ist kritzelt, ja, das ist jetzt kritzelt. da ist die Sonne draußen. Das ist. Maximilian. Ah, das ist jetzt von Max, warte Aber mal. ein Haus ist, das klingt doch schön. Ah, das Max sei der kreativ. Also das ist ein Mann, der hat eine Blume und einen Baum und er hat ein Haus und einen Zaun. Das will er damit verraten. Also er skatet. Das ist ja die Message dahinter. Also er will verraten, dass er ein Mann ist, Ja. gerne ein Haus im Garten der Natur und skatet. Genau. Oh, das ist stark. Das ist, Bist bereit? Dann rufen wir jetzt den ersten Kandidaten. ich glaube schon. Ja? Ja. Der erste Kandidat kommt, Yvonne. Bei meiner Folge bin ich auch der erste Kandidat. Bin gespannt, wie das bei mir ausschaut. So schön. Inas erster Kandidat für heute ist Gabriel. Ob er wirklich ein Engel Was sagst du, Yvonne? Aber schaut lieb aus. Oh, ist so nett, sympathisch. ist, Weiter. Aber auch nicht, dass ich einmal die Haare schneiden kann. So wie ich, ne? Ja. Hi, Ina. Ist ja auch so kalt. Ein bisschen. Der Wind, der zieht ein bisschen unten durch. Ja. Lässt den Nackenhaar aufstellen. Oder ist das die Nervosität bei dir auch so? Ja, wahrscheinlich schon, muss ich sagen. Was sagst du zu Ina? Ja, denen ist es kalt, die können sich gleich wärmen zusammen. Also als Charakter meine ich. Über sie kann man noch nicht so viel sagen. Also sie wirkt lieb, sympathisch, also das auf jeden Fall. Aber über die Michelle kannst du Aber ich nicht kann sagen, so ne? noch nicht. Ja, aber die, schau mal jetzt das Bild, oder? Die strahlt gleich ganz anders, oder? Die strahlt, ja. Die ist auch so, man sieht sie auch nicht im Backoffice. Kameras nicht laufen, man sieht sie nicht. Die ist nicht da. Ist sie nicht da? Nein, die ist nicht darum. Wieder jeden wirklich das- ausspannen. Hier. Let's go. So, da du. Was magst du musiktechnisch? Ich mache so Deutsch-Pop Wirklich? und singe und schreibe Songs und Ist das so richtig kreativ? Und Deutschpap, sie singt.
Cool. Richtig aufregend. Ja. Ja, habe jetzt schon so 10 Popmusik in Deutsch. Also wichtig, ist schon Superstar, oder? Schlager? Nein, das ist nicht Schlager. Okay, was spielst du da für Spiele? Ich bin ein großer Fan leider von Ego-Shootern, Taktik-Ego-Shootern. Yvonne, ein Zucker. Das Spiel, was ich besonders Ja, ich habe schon gehört. Yvonne, was sagst du zu Zucker als Freund? Ganz ehrliche Meinung jetzt. Okay, also, ja, ist schwierig, weil ich habe so an daheim sitzen. Ja, hast du auch Geschwister? eine Stiefschwester, ein bisschen älter, aber Okay. war schon ein bisschen die größere. Ich würde mich da jetzt nicht zu sehr in irgendwas verbeißen, aber ich finde, er wirkt sehr nett und sehr lustig. Ich glaube, mit dem kann man sehr viel Spaß haben. Was sagst du? Die Ina interessiert an ihn? Nicht so, gell? So richtig glaube ich nicht. Also eher so freundschaftlich, ja, Friendzone, aber nicht, Er ist halt ein Zocker, weißt du? Zocker, das kommt nicht gut an. eher nicht. Ich habe so ein bisschen Glück, dass meine Mama da mich unterstützt und habe eine 3-Zimmer-Wohnung, da im 16. Und Oh, 16. Bezirk. voll gemütlich. Nicht schlecht. Ich mag das ganz gerne. Ja, die Mama zahlt. Ich laut Musik hören, Musik machen. Jetzt Geil. kommt aber die große Frage, weil du ja schon alleine lebst. Das war bei Okay. mir eine Riesen-Challenge. Wie kommst du mit Haushalt zurecht? Kommst du da mit 2 Haushalten zurecht, hätte der Frage sollen. Ja, fix ist halt wirklich so. Ja, ich weiß schon, Weißzucker, oder? er ist Zucker, Haushalt ist ein Problem. Uiuiui. Es sind schon einige grüne, orange Flecks, ich hab das Red Flags. Gabriel. Aber er ist ehrlich. Hey, er ist ehrlich. Ja, jetzt da. Steh auf, mich ein bisschen in die Gänge Danke, bekommen, weil Dani. ich bin halt leider Danke. ein bisschen, Oh, schau, Dani, was er mir gebracht hat, Alter. guck dir. Ich finde es super ehrlich, dass er mir das alles gesagt hat, aber ich finde nicht, dass ich oder jemand andere so eine Rolle einnehmen sollte. Finde ich Ja. auch nicht. Für alle Frauen, generell. Also egal, ob sie, alle anderen laufen von der Kind. Und ja, es ist die Wahrheit. ist tatsächlich. Kriegt dein Leben zuerst selber auf die Reihe und dann holt er wem dazu und nicht sucht er wem, damit du dein Leben auf die Reihe kriegst. was ist so dein Ziel, dein Traum? Ich glaube, auf ganz großen Bühnen zu singen und stehen und einfach, dass ich anderen mit meiner Musik was Gutes tun kann. Eigentlich müsste man dann Ja, genau Lieder das von habe dir ich auch hören, gedacht. oder? Ja. Ich glaube, wir sind schon sehr unterschiedlich. Ich finde ihn sehr positiv, aber ich glaube, ich will ihn jetzt nicht so motivieren, dass ich seine Mama bin. Das ist das Einzige. Ich lasse mich schon gern bemuttern, gell, Ivan? Definitiv. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen, ich bin für dein ganzes Leben verantwortlich oder ich bemutter die mit einem, weiß ich nicht, Kaffee oder Früh und dann Essen Mittag, weißt du immer. Und du kochst ja dann auch mal was oder Ja, weiß ich nicht was. Aber der will ja nicht eine, die kocht, der will ja eine, die ihn bespaßt, die ihn rausbringt, die ihm die Welt sagt, der will ja eine für gar alles. Ja, fix, das Mit dem stimmt. kommst du morgen zusammen und in einem Jahr hast du alles erlebt und dann trennst du dich wieder. Und dann kommen so Sachen wie, der bläht noch die ganze Zeit. Weil er so hartbrocken ist, ne? Ja, weil er zu sehr eine will, der ist so unbedingt braucht eine Frau. Trotzdem- Ja, sonst war er netter. Gell, sonst muss ich auch sagen, ehrlicher, netter Typ. Man muss einfach nur drauf kommen, dass er allein alles machen kann. Ja, und wenn er fix. allein gut zurechtkommt. Gabriel, falls du das siehst, Ja. Schritt für Schritt, geh raus aus deiner Komfortzone, dann schaffst du das auch. Auch wenn du faul bist. Gar nichts machen liegt offenbar genau auf Gabriels Linie. Wobei machen tut Gabriel jetzt schon mal den ersten Schritt. Er ergreift beim Aufstehen Inas Hand und lässt sie auch so schnell Oh, aber Berührung ist da, Ivan. Er traut sich. Ja, mutig, Bummi. Da ist der Bummi. Ah, Bummi, schaut euch den Hund an. Schaut, wie süß. So ein süßer Hund, Alter, wirklich. Das ist der süßeste Hund. Also ein bisschen, Ah? also ein bisschen nass, weil er war duschen. Ja, schau, Bummi. Ah, so ein süßer Hund, Alter. Wirklich. Und dann lecken den anderen in die Nasen. Ja, der Bummelluft, der leckt jeden in die Nasen. Richtig, also das geht wirklich, da kann ich sogar so kurz machen, das geht richtig da rein in die Nasen. Wirklich tief in den, das geht ins Gehirn. Und das ist so widerlich. Haltet ihr Händchen. Wirklich. Willkommen zu eurem Beziehungstest. Ah, danke schön. Die Michelle muss ja gerade denken, dass was super Date, war Top Date, weil sie kriegt ja nichts mit, ne? Die steht einfach nur da und wartet, bis die kommen. Weil nach jedem Date, Ivan, kommt eine Challenge. Das nennen sie Beziehungstest. Und wenn man die Beziehungstest schafft, bekommt man mehr Zeit. Und wenn man es nicht schafft, kommt sofort die Okay. Entscheidung. Okay. Deswegen habe ich da jetzt Okay. ein paar Duftnoten für euch vorbereitet, die auch in unterschiedlichen Parfums vorkommen. Wenn ihr bei mehr als der Hälfte eine Übereinstimmung habt, habt ihr den Beziehungstest bestanden.
Okay, Darf ich mal bitte? Platz nehmen. Was könnte das sein? Oder wäre ich urschlecht? Nein, das ist Lavendel. Lavendel, genau. Zeigt euch zu oder nicht zu? Sehr gut, ich sehe es jetzt. Perfekt. Ah, es geht darum, ob sie den Geruch mögen. Ah, Okay, das ist eine coole Challenge. Mehr als die Ist Hälfte cool. geschafft, also habt ihr den Beziehungstest Ah. bestanden. Sehr gut. Gut gemacht. Ja. er freut sich, sie ist so scheiße. Wie fühlt sich's an? Wir haben ganz viel Spaß gehabt und hatten ein Wettrennen. Ja? Wie fühlt sich's für dich an? Gut, sehr gut. Ich Was glaubst du, sagt sie ja oder nein? sehr positiv gestimmt. Ich freue mich schon so recht auf das nächste. Ja? Er sagt ja, sie sagt nein. Dann kommen wir gleich zur Frage, würde ich sagen, oder? Willst du mit mir gehen? Einmal umkreuzen, bitte. Mhm. Für Gabriel ist die Antwort... Übrigens, Fun Fact, sie ist von Salzburg. Ah, super. Wir haben das jetzt herausgefunden noch. Das ist in der Story von Willst du mit mir gehen? Problem an sich gefallen? Dann die Ina Ich hat möchte sich gegen dich nicht. entschieden. Genau. Ja, das haben wir eh gerechnet damit, ne? Enttäuscht. Ich meine, ich finde schon schade. Hätte schon gerne sie noch weiter näher kennengelernt. Hat mich gefreut, war eine super Erfahrung. Ja. Und vielleicht sieht man sich ja halt freundschaftlich irgendwann mal wieder. Ja. Gabriel fand ich trotzdem top. Ich mag ihn, fand ich top. Und was sagst du jetzt zu Ina? Jetzt haben wir schon ein bisschen was von der Ina gesehen. Ja, Ja. nein, sie ist, Nett. glaube ich, ganz nett. Ja, aber auch nicht spannend, war so ein bisschen. Ja, die waren jetzt da eiskalt. Doch nur 3 Gebühren. Oh, da kommt der Ja, aber die waren Brasilianer. jetzt beide nicht so. Und der hat, der hat Temperament. Bist du? Schär ist er nicht, aber Temperament. Oh, Riva. Servus. Dann kann sie sich schon nehmen, dann kann sie ihre Gesangskarriere gleich an die Wand picken. Warum das? Ja, das viel zu viel Temperament. Glaubst du, dass die auf der Bühne geht, da vor ihr 50 Mann dazuschauen? Glaubst du nicht? Nein, schaut den an. Der schaut doch lieber aus. Südländer. Südländer, okay, ja, Südländer. Oh. Ja, hallo, servus. Freut mich. Voll sympathisch. Anderes Temperament, andere Welt. Aber er ist doch der Typ, den jeder haben will bei Love Island, oder? So, ich will, dass Boah. ein Südländer einer kriegt, braun gebrannt, bisschen ein Bart, so 3-Tages-Bad. Das ist echt nicht mein Fall, oder? Ja, aber allgemein trotzdem fescher Ja, Kerl mal. Na, schier ist er nicht, aber da hat mir der Gabriel war sympathischer vom Auftreten. Schauen wir mal, wie er ist, der Kevin. Immer du, weil du sitzt ja ein bisschen so... Ich. Bist Loki, immer ja, du, Die Brille auch, die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille nach hinten auch gerichtet. Ja, grauenhaft, Alter. Der Babo. ja, man, Gut, muss man sagen. nein, tschüss. Aber sie ist voll angetan. Sie Ja, ist voll, sie hat sie sich die Brustmuckis und sie hat Bock auf den. Training. Ich mache so Deutsch-Pop-Rock, Man- würde ich jetzt mal sagen. Interesting. So seit einem Jahr bringe ich jetzt wirklich auch Songs raus. Okay, stark. Ja, Hast du schon so einen meistgehörtesten oder so? Oh, jetzt Yvonne, zuhören. heißt Fuck You All. Fuck you all. Fuck you all. Schreib auf. So. Okay. Na, Also fuck. ein bisschen diese Depri-Schiene oder so. Eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das voll der Ist voll die positive. Ja, so fuck you all. Ich hasse euch alle, aber positive Vibes und top. Ich habe sie gefunden auf Spotify. Yeah. Schauen wir sich noch Das ist ihr Album, Fuck you all. Ja, fühl ich auch. Schauen wir sich noch Ja. die Sendung an. Scheiße, überhaupt nicht. Aber Sex. es ist halt so eine kleine Story über mein Leben und dann so, hey, ich bin aber jetzt da, weil ich nicht auf alle gehört habe. So. Das ist eh gut. Man muss eh gegen Strom schwimmen und so. Ah, ganz knapp. Mach MMA. Oh. Ja, fixer. MMA? Was? MMA, Maggie. Mach Schwarz, ist der Abkürzung. Und was ist dir da so wichtig in der Beziehung? Mir ist wichtig, dass die Frau mich in mein Ziel, meine Vision so unterstützt. Auch wenn das so low-key ein bisschen cringe klingt. Der Loki ist vom Spanischen abgeleitet, ne? Das heißt, loco, loco. Aber zum Beispiel, ich wohne seit 3 Jahren alleine, dann du bist so einfach auf dich selber gestellt. Du musst schauen, dass immer sauber ist, dass Essen am Tisch kommt, Ja. dass alles, Komplettes Gegenteil von Gabriel, oder? dass alle Rechnungen bezahlt Das stimmt. sind. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Aufgabe eher des Mannes und die Frau ist eher dazu da, dass alles harmoniert. Okay. Verstehst du? Leichtes Beispiel. Vielleicht hast du, Yvonne, vielleicht hast du wirklich recht gehabt mit, sie darf nicht auf die Bühne. Man muss sich als Team gegenseitig unterstützen und so. Okay. Genau. Er sucht jemanden, der ihn unterstützt, aber er unterstützt nicht zurück. Weil während er unterstützt wird, will er jemanden, der daheim putzt und kocht und aber einfach diese Arbeiten abnimmt. Also er will ein Plus, er will ein Plus in sein Leben, aber er will kein Plus sein in einem anderen Leben. Okay, Yvonne, heißt, du bist wirklich analytisch super beieinander, Alter. Lebenserfahrung, alles Wahnsinn, Lebenserfahrung. Deswegen habe ich nur gute Männer datet, nie schlechte. Du bist eigentlich jetzt da die
die Expertin. Sexpertin. Wie stets signalisiert ein rotes Herz den Platz des Beziehungstests. Aber noch lasse ich die beiden im Dunkeln Beziehungstest. und Dörö, Sie Molly. werden nicht bestehen. Gespannt, was wir da machen müssen. Ja, schau mal. Also du sagst, du weißt nicht mehr, was sie machen müssen. Aber es geht immer im Beziehungstest um Gleichheiten und ich glaube, die spritzen sich so ab. Sie ist Sympathie und er ist so Antisympathie. Glaubst du, hat er Bock auf die Michelle? Interesting. Es wird ein bisschen sportlich. Es geht um Teamgeist und Timing. Okay. Es wird ein schweißtreibendes Alright. Partner-Workout. Krass. Okay. Und deswegen werde ich euch Yogamatten. jetzt gleich mal die Yogamatten aufbreiten. Das könnten sie bestehen, weil sie beide sportlich sind. 10 Burpees, 20 Climbers Ja, das schaffen und sie ja. 60 Mountain Climbers abwechseln können. Wenn du jetzt sagst, er soll ein bisschen mehr arbeiten, ja, dass da ein bisschen mehr Pep reinkommt und einmal schaut, was er so tut für dich. Ja. Der macht alleine die Sagst du ganzen gleich einmal So, Übungen. machst die nächsten 30 du. Ah, fix. Und es geht natürlich auch darum, wenn du jetzt super schnell arbeitest, ist halt gleich wieder die Ina Ja, dran und fix. hat halt nicht so viel Pause. Ja, ja, fix. Ein kleines Detail noch. Ihr macht es insgesamt 4-mal in 10 Minuten. Dann habt ihr den Beziehungstest bestanden. Easy. Gamer, Burpees. Oh, Scheiße. Gamer, Ivi. Nein, Ivi, ich kann's fahren. erzähl mal, wo du das erste Mal Freeletics gemacht hast. Ich habe mich gefühlt wie ein 90-Jähriger, der verkehrt auf den Rücken gefallen ist und nie wieder aufgekommen. Hinsitzen und aufstehen, hinsitzen und aufstehen. Mach das einmal. Und 2 Wochen Muskelkater, ne? Muskelkater war heftig, ja. Weiter. Ich hätte weitermachen sollen. Komm, easy, easy, easy. Ja, warte. Derzeit Sport, Surfen. Aber zu wenig. Ich mach gerade zu wenig Sport. Ich mache immer zu wenig Sport. So 19 und du 18 einfach. Ja, er ist halt MMA, er ist eine Maschine. 3, Bam, Na, logisch. bam. Geil. 7, Gute Übung. 9, Mach's gleich 50 und dann hat Ina nur 5, würde ich sagen. 12, 13. Darfst du da gerade ein bisschen angeben? Ja, sicher. Ich würde auch. Ich würde auch angeben. Ich wäre so wie sie. Und der letzte. Aber Ina, sehr mutig, feiere ich, hat keinen BH an. Vor allem im Fernseher gell, ohne BH ist mutig. Das meine ich ja eben. Aber das ist jetzt. Okay, aber das andererseits verrottet das auch, sie ist schon sehr feministisch angehaucht wahrscheinlich. Na, So ein bisschen öko, ein bisschen vegetarisch. na, glaube ich nicht. Minuten 30. Na. Das sagt. Ich glaube nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass es, wenn ich jetzt ein BH anhabe oder nicht, dass das jetzt irgendwas aussagt über, ob ich jetzt ein Öko bin oder nicht. Glaube ich jetzt nicht. Ne? Ich glaube schon. Ja? Ich glaube schon. Was sagt der Chat? Schreibt eine. Was sagt ihr? 1, wenn Kannst du ja, aufmachen. 2, wenn nein. Haben wir geschafft, sehr schön. Und hier habe ich eine Überraschung. Protein Shake und Kuchen, warte, Der Wahnsinn. Aber sie hat dann BH und sie hat dann Sport-BH an. Okay, aber Nippel, und die Nippel sieht man ja. So wie bei Ihnen auch. Ne? So, beide Nippel sieht man. Also von den Nippeln her nicht schon sehen. Ja, ohne Spaß. Wirklich, das sind 2 schöne Nippel. Kann man nichts sagen. Finde ich Ja? top. Ja. Ja? Weiter geht's. Die Ballone Ja. genießen. Auf geht's, süß. Und Eiweißshake. Geht das so für dich? Ja, passt schon. Ja. Boah, geil, Kuchen, toll. Perfekt. Wow. Und Prost. Hallo. Ich störe kurz. Wie fühlt sich's an bei euch? Wie geht's euch? Sehr entspannt. Beide ja oder sie nein? Kommen wir gleich zur Frage. Er nein. Jetzt weiter Was sagst du, miteinander Ivan? gehen. Ich glaube, beide sagen ja. Das hat mich jetzt wundern, wenn sie Nein sagt. Aber seine Ansichten passen ja nicht, sonst war sie angetan. Für dich jetzt gut gepasst, Ina? Ja, schon so Ja. zum noch ein bisschen quatschen. Ja. Ja. Mal kurz die Zeit. Ja, ich finde schon, dass es relativ kurz war. Ja. Manchmal braucht man vielleicht ein bisschen länger. Also du hättest dich für Ja entschieden. Ja. Also, um einfach weiter Er hat Nein gesagt. Zeit zusammen Ja, zu verbringen. besser kennenlernen. Ja, du hast dich leider dagegen entschieden. Er hat nein Ja, gesagt, schon. ja. Ich meine, es war nett mit dir. Ja. Lustiger Mensch, gut geredet und so. Also ich bin schon der Meinung. Ja, schon. Ich meine, es war nett mit dir. Ja. Lustiger Mensch, gut geredet und so. Lustiger Mensch, gut geredet und so. Eiskalt. Ich meine, es war ein nettes Gespräch und so zwischenmenschlich hat alles gepasst, aber ich hätte es mir irgendwie nicht vorstellen können, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, schönes Dinner-Date mit ihr zu gehen und so. Er war nett mit dir. Das ist wie stets bemüht im Arbeitstag. Ist halt wirklich so. Servus, Schulli. Freut mich, dass du da bist. Okay. Also der Patrick denkt, dass die Free Nippel offener sind. Findest du mich nicht offen?
Warum gehst du eigentlich nicht ohne BH raus, Yvonne? Weil genau aus dem Grund, ich mag das nicht, wenn man die Nippel sieht. Nein, ich find das nicht schön. Ja, und man muss halt auch sagen, wenn ein Leiberl so druckt zum Beispiel, gell, so die Busen so aufgedruckt, gibt's ja, ich hab so Leiberlen, wo die Busen so ohne BH auch super heben. Und wenn dann die Nippel ausschauen, dann werden die manchmal in verschiedene Richtungen gedruckt. Dann ist ein Nippel da und einer da. Weißt du, weil das so aufgedruckt wird. Und dann finde ich das ganz schlimm, wenn die Nippel so, wenn sie synchron sind, dann ist es eh ganz okay, aber sonst. Also Ist das Aussehen, dir ist Aussehen bei den Brüsten wichtig. Ja, sie sollen halt normal ausschauen. Normal ausschauen. Ja. Weiter, jetzt wird's spannend. Okay. Also So spannend, geil. ob wir noch kennen. Ja, auf jeden Fall kommt mir mal bekannt vor. Also, ganz kurze Storytime. Jetzt müssen wir mal kurz Story machen. Das ist der Maximilian. Maximilian ist ein alter Arbeitskollege von GoStudent. Der hat sich beworben bei Willst du mit mir gehen, nachdem ich, vielleicht haben es ein paar sogar gesehen, eine Story gemacht habe. Und er hat mir geschrieben, hey, soll ich da mitmachen? Und ich bin voll überzeugt. Ich so, ja Max, mach das, super geil, wirklich geil. Das heißt aber, er hat sich nach dir beworben, wo du eigentlich schon dabei warst. Genau, er hat sich nach mir beworben, sogar so 3-4 Wochen nach mir. Das haben wir aber gewusst, also wir haben gewusst, dass das nicht nach der Reihe geht. Aber der Maximilian hat einmal gesagt, so, er war ein bisschen unsicher. Er hat echt Angst gehabt, so hey, was mache ich? Kennt jeder. Du machst jetzt ein Date, Bumble-Date, Tinder-Date und also man sieht zwar die Fotos, aber man weiß ja nie, wer wirklich vor dir steht und dann gehst du dorthin und gefällt dir die Person nicht. Ist irgendwie unangenehm. Wir wollen nicht oberflächlich sein, aber wir sind aber oberflächlich. So. Und genau, da hat er zu mir auch gesagt, damals so, was ist, wenn ich jetzt auf ein Date gehe und die gefällt mir nicht, weil wir gehen ja blind rein. Also das Risiko ist ja, dass wir reingehen und blind. Deswegen hat er da schon ein bisschen hat er so Angst gehabt, was ist, wenn es mir nicht gefällt, dann ist alles vor Kamera und es ist so unangenehm. Und ich habe gesagt, Herrst Max, geh rein, mach's einfach, wenn du Lust hast auf Kamera, mach das. So, das ist die Story. Und dann habe ich ihn ein bisschen motiviert. Ich habe gesagt, das ist geil, mach es. Hat er sich beworben, hat weitergemacht und hat sich wirklich tatsächlich dort beworben. Ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen, er hat keinen guten Tag gehabt. Und auch das Date hat ihm nicht zu 100% gefallen, was auch ganz normal ist. Und ich möchte einfach nur sagen, der Max, sehr cooler Typ. Er möchte das eigentlich ein bisschen geheim halten, wenn ich ehrlich bin. Und er war nicht bei seiner Sache und alles. Also ich wollte einfach nur sagen, hey Max ist ein super cooler Typ. Wir lieben dich, falls du das Herz im irgendwann Chat. sagst, wir lieben dich. Herz im Cool, dass Chat du für dabei Max, warst. okay. Super cool, dass er sich überhaupt getraut hat. Viele trauen sich das gar nicht, dorthin zu gehen auf ein Blind Date wie ein Verrückter, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt. Im Fernseher. Im Fernsehen, ORF Im 1. Fernseher. Vor- Alter, das wird schon ausgestrahlt. Also auch wenn du sagst, ich will das jetzt nicht mehr, strahlen die das aus. Du kannst dann nicht mehr zurückkommen. Kannst nicht mehr zurück, geht nicht. Er meinte, er hat es so gesehen, ich habe es noch nicht gesehen, er hat gemeint, er wirkt ein bisschen komisch, er wirkt nicht bei der Sache und deswegen möchte ich das einfach im Vorhinein schon sagen. Er wollte am Anfang auch nicht, dass ich darauf reagiere, weil es ihm so unangenehm ist und soll ihm nicht unangenehm sein. Es hat Cojones Das bewiesen. ist super geil, was ist super geil, nämlich weil, wenn mir mal was unangenehm sein sollte, dann werde ich dir das nie erzählen, weil, auch wenn jetzt vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie viele Zuschauer das sind, aber sagen wir, es sind jetzt 3, 4, 5 Zuschauer, aber das ist ja danach auch irgendwie online, das Video. Ja. Und ich habe da erzählt, mir ist das unangenehm, mir war am liebsten, dass das keiner sieht und dann machst du sogar noch eine eigene Ansprache für mich. Ist ja richtig geil. Ist das scheiße? Na, aber So, Super Max, du hast eine eigene Ansprache in YouTube, krieg auch noch. Also du kriegst noch mehr Berühmtheit. ja, Komm, aber Lavi gratis dazu. ja, Nein, ist aber nein, Spaß. aber ja, ich verstehe es. Ich habe Gedanken drüber gemacht, aber ich verstehe, es Druck einmal Play. ja, Schauen wir Gut, uns einmal weiter Max jetzt, an und weiter reden jetzt. danach drüber. weiter jetzt. Alles schon. Schau wieder. Oh, Ah, süß, ja. Ja. Also auf jeden Fall der schönste von den drei. Oh, ei, ich bin so deppert. Danke, die Ascha. Wir müssen nochmal Wiederholung, ihr verkackt. Und sie Facecam, hat dir zugeschaut, wie du schaust. wie wir beide schauen. So gute Frage. Ja, wirklich, Alter. Wir sind eh schöner. War Spaß. Der erste Eindruck ist sehr sympathisch, Die Laventhaler Familie, Alter. würde ich jetzt mal sagen. Dann wollen wir einfach mal weiter spazieren. Ja. Und mir gerade eine eigene Serie dran. Woher bist du? Ich wohne in Wien, Ja. ursprünglich aber aus Vorarlberg. Okay. Bin vor 5 Jahren hergezogen. Also nach Wien gezogen. Zum Studieren? Neuanfang. Cool. Einfach mal schauen, was passiert. Was machst du jetzt in Wien? Jetzt arbeite ich selbstständig in der Videobranche. Cool. Mit Freunden haben wir eine SEO-Marketing-Agentur. Cool. Genau, und die ziehen wir gerade auf.
Also ich finde es auch sehr toll, dass er in der kreativen Branche ist. Ich glaube, da versteht man sich besser, was so ein Job eigentlich ist, weil für viele ist es ja oft einfach nur Gerede. Und vor allem finde ich das auch voll mutig, dass man einfach eine eigene Firma aufmacht und sagt so, hey, wir machen das jetzt. Und ja, das finde ich sehr cool. Willst du da hinsetzen? Ja. Dieses Hinsetzen kommt auch von der Produktion. Der Regie kommt zu dir und sagt ja, hey du, oder ihr geht den Weg entlang und sobald ihr dort seid, könnt ihr euch immer hinsetzen und dann redet ihr mal ins Sitzen. Und das ist eben dieses Skript dahinter, weißt du? Aber das ist nicht skriptet. Alles, was die sagen, ist nicht skriptet. Ja. Funktioniert. Okay, und Also- würdest du sagen, dass du jetzt funktionierst? Ich glaube, ich habe viel daraus gelernt, aus den Sachen, die ich falsch gemacht habe. Und ich glaube, es hätte auch viel vermieden werden können, hätte ich mehr kommuniziert. Ja. Aber denkst du nicht, dass da zwei immer dazugehören? Absolut, doch. Er hat mir auch erzählt, dass es sehr unangenehm war, dass sie auch die ganze Zeit über Ex-Freundinnen ausgefragt haben. Warum will jetzt nicht im Fernsehen über meine Ex-Freundin reden, weißt du? So, Ja, logisch. so ist halt wirklich unangenehm. Ja, weswegen das mit der Kommunikation für mich doch auch ein sehr wichtiger Punkt gelernt. ist. Ja, absolut. Das heißt, davor hast du nicht so gern über Ich habe Gefühle gedacht, gesprochen doch. oder? Siehst du, der geht voll tief rein. War unangenehm für ihn. Es geht dann doch noch mal ein bisschen tiefer. Fix. Das war super lieb. Aber ich glaube einfach, dass er auch noch gar nicht so aus sich rauskommt gerade. Bisschen schade. Aber vielleicht ist jetzt... Da stell die richtigen Fragen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf so eine Challenge. Das finde ich ganz lustig. Wir dürfen eine Challenge machen. Ja, wir dürfen jetzt gleich irgendeinen so coolen Test machen. Okay. Ich hoffe, Also ich das so super wie auf der Horn. Naja, Denkt er sich das? fallen kann ich Maximilian leider nicht. Ich glaube schon. Dann hätten wir ja gar keine Gelegenheit, um den spannenden Klettergarten hier auszuprobieren. Aber ich bin sicher, Also ich hoffe, es hat nichts mit Höhe zu tun. Ja, das war auch das Nächste. So, Herr der Höhenangst. Die Regie, weißt du, gibt ihm genau Klettergarten. Also ohne Spaß, ich muss echt sagen, ne? Ich bin der Grund, warum er sich überhaupt beworben hat, warum er da dabei ist, weil ich sage, hey, es ist geil, es macht Spaß und er wird einfach komplett rasiert. Über Ex-Freundin, Tiefredner, High hoch und alles, Alter, das ist ja wirklich... Willkommen zu eurem Beziehungstest. Hallo. Hallo. Zurückhaltendes Ah, der Hallo. arme Bub. Der Beziehungstest wäre hier. Könnt ihr euch schon was drunter vorstellen? Ich glaube, wir klettern. Klettern. Maybe? Und? Hat wer Höhenangst oder wie schaut das aus bei euch? Das Geht das geht. gut? Ich weiß das ja, Sehr oder? gut. Aber Maximilian, du hast bisher gesagt, oder das schon- geht noch. Ja. Ja. Was bedeutet das? Du hast eine leichte Höhenangst? Ich habe einen leichten Höhenschwindel, aber da reden wir von mehr Fallhöhe und keine. Also sowas Okay. fordert sich jetzt nicht heraus. Helm mir auf. Auf geht's. Mut macht ihm jedenfalls ihn. Aber ist schon sympathisch, der Max. Nur fürs Helm zu machen reicht. Voll. Ich sage ja, stell ihm die richtigen Fragen, oder? Frag ihm was Persönliches, nicht etwas über deine Vergangenheit. Nach den ersten 10 Minuten so, wo sind deine Pain Points? Komm her, ich doch ein bisschen rein. Ich So, habe ein Haus gezeichnet auf deinem Steckbrief. Ja, Also stimmt. Haus raus. Wie schaut dein Traumhaus aus? Was muss es beinhalten? Mann, es braucht auf jeden Fall ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Und ein Zimmer zum Meditieren. Ja? Ja, und einen Garten. Ina, wie schaut dein Traumhaus aus? Boah, mein Traumhaus. Ist groß. Hat 2, 3 Stöcke. Boah, 3 steht. Ich will euch jetzt bitten, also ihr steigt dann hier rein, Ja. klettert dann Schwierig. da drüber. 2, 3 Steakhaus ist schwierig. Da dort. Dürft ihr euch In der heutigen Zeit vor allem. ein wundervolles, atemberaubendes Traumhaus bauen. Bauen. Mit, Mit Karten, ne? genau. So bitte, ihr steigt da vorne ein, sobald ihr am Tisch ankommt, startet. die Super, Zeit. der Wind bloß. Sie können ein Kartenhaus bauen. Wir fangen schon zum Regnen an. Okay. Machen wir so abwechselnd. Machen wir mal. Das ist schon witzig. Die hängen jetzt da oben. Das ist schon... Wir bauen ein Kartenhaus, voll lustig. Kannst du so 2 halten, dass wir so drauf... Alter, wie geil war's denn da oben? So ein Papierl zwitschern, ein Brädli ausnissen. Das war schon cool. Ja. Super. Schon, ne? Naja, das zweite ist gerade auseinandergebrochen. Ja, da ist am Nachmittag mit ein paar Freunden zusammensitzen. Egal, wir schaffen es da drauf. Wir machen es so da drauf. Also, Ja. Kannst du mir eine Karte geben? Ja, genau da unten rein. Da so als ja, genau. Nein!
schwierig, aber das war ein guter Ansatz. Lass uns den bitte nochmal machen. Weißt du, super, Max, ich verstehe dich nicht, Alter. Nicht versagen! Nee, hat gehalten. Ihr habt es geschafft! Mega gut! Ihr habt schon einen Gurt angezogen. Ich komme zu euch rüber. Wir sind schon gespannt. Ja. Hallo. Flieg nicht runter. Oh, war das süß. Ja, ich würde sie nehmen. Jeder. Also, Beziehungstest bestanden. Dann will ich das mal Eins im Chat. vorbereitet habe für euch. Belohnungen müssen sein. Was kriegt ihr als Geschenk? Essen. Also jetzt kriegen sie Ja, das Bier. Schauen wir mal, was da drin ist. Das ist aber leibend. In schwindelerregender Höhe genieße ich mit Ina und Maximilian eine kleine Stärke. Voll geil. Alles wirkt, als wäre der Beziehungstest schon geschafft. Sie darf mitessen. Ja, sie darf immer essen. Michelle hat das schönste Leben. Zum Wohl. Cheers. Super gemacht. Sie sauft mit, sie isst mit. Aber jetzt ist es ja ein Dreier-Date. Das ist ja gar kein Einzeldate mehr, ne? Ja, eben. Ob die beiden in heiklen Beziehungsfragen gleich reagieren würden. Hier die erste Frage. Okay, Einer deswegen. von beiden bringt ein Kind mit in die Beziehung, das den Partner nicht akzeptiert. Schluss machen oder dran arbeiten. Schluss machen. Dumme Frau. Nächste Runde. Fehltritte, Ja, leider. Beichten oder Spät. nur schweigen? Beichten. Also ich schreibe das jetzt nicht mit, aber beichten, ja klar. Das war, hey, stopp. Das war letzte Woche. Ja, Genau dieselbe Frage. ja. Wo ich dann so, zu der Frage wird wirklich jeder sagen, sicher beichten. Und über die Hälfte wird liegen. Ja, Du bist halt im Fernseher, ja. ja, mir war es wurscht, ich würde sagen. So wie du letzte Woche, mein Papa hat immer gesagt, was er nicht weiß. Warte nicht Hase, ui. Der Stefan ist stolz auf mich, wenn er mich sieht. Im Internet, ne, auf YouTube. Jawohl, wo sind wir? Ja, Stefan, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Da, die Weisheiten von den Lachendalers, ne? Und der Opa sagt immer, niemals ein schlechtes Gewissen haben und das beichten, weil das geht nie gut aus für die. Also man sieht in unserer Familie Treue in, wie sagt man da, Generationen Sehr davor. groß. Sehr groß. Ich würde mal kurz Das ist halt anstoßen auf ziemlich das, dass ihr euch so einig seid die ganze Zeit. regelmäßig ins Eigene Ja. Hobbys beim Zusammenleben Eigen- beibehalten. Oder den Partner zuliebe einschränkt. Einschränken sicher nicht. Na, ganz normal beibehalten. Wenn ihr Leben mit den Menschen verbringen will. Mit der rosaroten Brille schränkt echt jeder ein bisschen sein Hobby automatisch ein. Ein bisschen. Ich meine, jetzt macht gerade frisch verliebt, man will Zeit verbringen. Eben. Aber wenn das dann nachlässt, dann darf man auf keinen Fall klammern. Das Problem ist halt dann, manchmal lasst es beim anderen eher nach, als bei irgendwann fängt es an, oder? Und dann kommen oft die Streitphasen dadurch. Super, Beziehungstest bestanden. Auch den Add-on-Test habt ihr bestanden. Also ich glaube, wir kommen jetzt gleich zur alles Entscheidenden. Jetzt bin ich gespannt, ob er ja oder nein sagt, der Max. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Ich bin ja gespannt. Einmal ankreuzen, Na, sagt er. einmal ja oder nein. Alright. Ob du weiter. Alright. Voll Ja, du gechillt. bist ja schon Profi. Ich bin Profi. Oh. Sie wird ja sagen, weil sie vielleicht auf das Geheimnisvolle steht. Ich weiß. Gutes Gefühl. Schon ein bisschen. Ja? Der sicheren Seite. Ein bisschen. Ein bisschen Sicher, sicher, ne? sagen. It's a man. Oh, doch, ja, ja. Ich finde sie als Person Vorne. sehr interessant. Und ich glaube, wir haben viele Punkte, wo man aneinander knüpfen kann. Und mit diesem Match geht es siegessicher ins Jetzt Finale. bin ich verwirrt. Spitze des Aussichtsturms, Ja. der schon begonnen hat. Doch Maximilian hat sich vielleicht zu früh gefreut, weil ich habe da noch eine Überraschung vorbereitet. Ja, hallo. Hi. Ah. Ich war total überrascht. Ich habe das einfach gar nicht erwartet und kommen gesehen. Hallo, Adriano. Hi, Ina. Ich bin Überraschung. Hallo. Ja, ich finde ihn schon sehr attraktiv, würde ich jetzt mal sagen. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass er ein sehr ansteckendes Lächeln hat. Nasenpiercing. Ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, euch noch näher kennenzulernen und vielleicht noch einmal ein bisschen überlegen, nachdenken und ein letztes Sweet Dating. Okay. Hoffentlich. Ja, jetzt kommt der Regen, ja. Aber da liegt schon Schnee. Wo liegt Schnee? Na, es hat nicht so ausgeschaut. Was machst du? Was ich mache Musik. Sorry, ich bin irgendwie gerade noch. Alles gut, ich verstehe. Also hat Bock auf ihn, ha? Und du wohnst in Wien? Ja, du auch? Voll. Krass. Bist du in Wien groß geworden? Ich bin aus Salzburg. Aus Salzburg hergezogen. Ja, vor 2 Jahren.
Okay, um Musik zu machen. Sie ist voll umgeworfen, schon wie sie da steht. Schon wie sie, Ja. sie ist voll so, wow. Seit einem Jahr bringe ich Musik raus und so seit 2, 3 Jahren so ein bisschen professioneller. Okay, cool. Ja, voll. Also das Wichtigste ist überhaupt, dass sie eine Leidenschaft hat, für die sie brennt. Also das macht halt einen Menschen interessant. Das hat mich jetzt schon interessiert, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, die Musik macht, sagen wir, okay, du bist jetzt voll, die passt voll zu dir, alles ist super, aber du findest ja Musik scheiße. Was tust du dann? Ist das dann so, wie wenn du eine Frau mit Kindern kennenlernst und du findest ihre Kinder nicht gut, oder? Na, Ich weiß ja nicht. na, sag's halt einfach, die Musik ist scheiße. Und okay, erzähl jetzt mal bei dir. Ich bin noch da. Ja, ich bin auch. Ich persönlich mache keinen Sport. Ja. Also ich gehe gern boxen. Okay. Und dann habe ich auch ein sehr nisches Schon wieder Boxer. Kinderkartenspiel, das sich Yu-Gi-Oh! Nennt. Ich bin Yu-Gi-Oh! Competitive. Ja, voll. Nerd. Ich war jetzt in Berlin wegen Was der. machst du es wirklich so? Ja, ich war auf der Europameisterschaft. Sie wird 100% ihn wählen. Eigentlich hatte ja Maximilian ganz gute Karten bei Ina. Doch jetzt scheint ihm alles zwischen den Fingern zu zerrinnen. Er schaut ja zu die ganze Zeit, ne? Nur, dass du das auch mitbekommen Ach hast. so. Ja. Beim letzten Date ist so, dass die Überraschung kommt das 4. Date und der, was noch da ist, schaut die ganze Zeit zu, was die so machen. Ja, und die Michelle tut dann die ganze Zeit eben mit den Kandidaten reden und so, ja, und bist eifersüchtig und keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ja, Duell, Alter, so ist es. Bitte. Warte, gleich Duell machen. Gegen den Europameister. Oder hast du wesentlich mehr gegeben? Ich habe wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Ich habe keinen Cocktail für Sigma. Naja, du hast einen Traumhaus gebaut. Ich habe einen gebaut. Siehst du, das ja schon bei der Michelle ist so viel offener. Er will auch die Michelle. gebaut. Ich habe mehr gegeben. Ich habe keinen Cocktail für Sigma. Naja, du hast ein Traumhaus gebaut. Ja. Ich habe Haus mit dir gebaut. Das ist Oder? gut. Oder? Schmeckt nach Eis. Es ist gut. Echt gut. Ja, darauf habe ich mich extrem gefreut, nach 3 Jahren mal wieder diesen Drink machen. Ich finde das ganz aufregend gerade. Und was stellst du dir generell Sie so in hat einer so Beziehung Bock. vor? Ich glaube, das Wichtigste. Glaubst du, er hat Bock? Also ich Warte mal, Schatz. Aber wer da dazu ihr passen? Auch als Sängerin musst du in einer Art und Form dich preisgeben und extrovertiert sein. Und ja, da kommt man schon zusammen. Ich glaube, 10 Minuten sind schon lang vorbei. Okay. Aber nicht umsonst sagt man, Gegensätze ziehen sich an. Und wie hat sich's angefühlt? War mal extrovertiert ist Sehr schwierig. überrascht, würde ich jetzt mal Mhm. sagen. Hast du vorher gut überlegt, was du... Sie ist voll verschossen. Ja, der Max steht da. Also, danke für nichts. Na, wieso heißt ja die Michelle verschossen? Nochmal überlegen? Ja. Jeder ist in die Michelle verschossen. Durch den Kopf gelassen ein bisschen. Ist ja total dumm vom ORF. Also ich gönne ja den Job, aber es ist total dumm, so eine junge, hübsche Moderatorin da hinstellen, die jeden in Schatten stellt, oder? Warum? So können sie sich gar nicht verlieben, ja, weil die Männer alle irgendwie sie dann haben am Ende. Na, aber du musst ja wirklich so denken, dass es bei der Produktion ist ja wirklich so, dass du, wenn du Backoffice bist, du siehst sie nicht. Ja, ist aber Also wurscht, ob sie sich oder nicht. Du musst nicht viel sehen früher. Ich verliebe mich, indem ich sie im Fernsehen sehe. Weißt du immer. Aber was ich ziemlich cool Also. finde bei der Michelle zum Beispiel, wenn wir schon bei der Thema Michelle sind, wo ich sie gesehen habe das erste Mal, habe ich mir auch gedacht, so, Ja. bist deppert, hübsch. Aber was ich wirklich cool fand, ist, dass ich nicht diese Nervosität oder so in mir hatte. Kennst du das ja, wenn du jemanden toll findest, du findest wen hübsch und dann bist du Ja. sofort nervös, so ein bisschen so kribbeln. Und das fand ich halt bei der Michelle, habe ich halt überhaupt nicht gehabt. So, ich habe sie gesehen, aber dachte, hey, wow, hübsch. Naja, aber das. Aber null, weißt du, deswegen, das ist so, das Naja, labernd. aber du hast unter die falschen Umstände kennengelernt. Hättest du das irgendwo in einer Bar oder irgendwo in einem Café kennengelernt, hättest du das schon gehabt. Da Weiß ich bist du nicht. hingekommen, du Weiß ich spielst nicht, die weil- Moderatorin. Nein, das ist ja wurscht. Ich glaube, nein, das ist wirklich so vom. Sicher. Ah. Meine Chemie ist jetzt nicht explodiert. Es gibt schon Frauen, wo ich mir denke, ich sehe sie ja nur und denke mir so, bist deppert, die ist ja urhübsch. So weißt du, so wow, jetzt bin ich voll verliebt. Aber bei Ja, der Michelle ja. habe ich das eben nicht gehabt. Da war so, okay, sie ist wunderhübsch und sowas, aber es ist jetzt keine Chemie-Explosion. Es war für mich so, hey, mit der könnte ich befreundet sein. Ja, aber sie ist ja auch nicht voll dein Typ, oder? Eben nicht. Ne? Also, es ist schon, es ist wunderbar. Ja, eben. Eben, wahrscheinlich deswegen, ja. Du darfst Weiter. ankreuzen, ja oder nein. Nicht nochmal. Du darfst auch nochmal Habe ich mich überlegen. jetzt umentschieden. Genau. Und liebe Ina, Also mein Typ war sie. dann auch von der Ja. Person, mit der du weitergehen möchtest. Schau, wie sie ist, ich glaube, sie ist lesbisch, die Michelle. Schau, wie sie sich gerade angelächelt hat. So voll erotisch. Hast du nicht? Gehen wir mal zurück, schau, wie sie sich die Ina anschaut. Schau da. Schau. Wenn das nicht anmachen ist, dann weiß ich auch Person, mit der nicht. du weitergehen möchtest.
Ah. Yvonne, du Das siehst ist schon das. sehr verführerisch. Weiter, Michelle ist top. Michelle ist Top-Moderatorin. Wir lieben sie. Ah, sie ist eine Liebe. Also ich kann sie nicht live, aber sie ist super lieb. Super lieb. Maximilian, den du heute den ganzen Nachmittag verbracht hast, hat sich gegen dich entschieden. Sie, Also, es hat Oha. nicht so gepasst für dich. Doch und nicht, na, ich finde, Nein? das war jetzt einfach genau ein Gefühl am Ende hin. Ja. Voll. 10 Minuten, jetzt hat er 10 Minuten mit der Michelle gehabt. Ja. Das ist es. Das ist es. Hat sich umentschieden. Er wird gerne noch ein Date mit dir haben oder noch weiter mit dir gehen. Schön. Ja. Genau wie du. Da entscheidet sich Ina doch wahrlich für jenen Kandidaten, den sie am flüchtigsten kennengelernt hat. Mit Maximilian hätte es vielleicht doch nicht so gut geklappt. Danke, Maximilian. Ich möchte dich gerne verabschieden. Gerne. Es war ein wunderschöner Tag. Und ich Tschüssi, Baba. Und wenn du auch immer so ein Abenteuer genießen möchtest, dann bewirb dich jetzt bei. Sieht schon aus. Wird jetzt. Es ist aus, ja, Ivan. Ist aus, der Spaß. Hat's dir gefallen? Tu mal jetzt. Ja, Ganz kurz. na, aber okay. nicht. Hat's dir gefallen? Ja, mir hat am besten gefallen, dass ich meinen Senf dazugeben kann. Das ist zwar keinen, aber trotzdem habe ich ihn dazugeben Das ist gut. Ich finde das super, Ivan. Wirklich, du machst das sehr gut. Sehr direkt, ehrlich, Weltklasse. Das kann ich nicht so gut. Du kannst nicht so gut, weil dein Horizont ist nicht so groß. Das sagt sie jetzt, weil ich Nein, mal Spaß. vor 10 Jahren, ich weiß es nicht, irgendwann einmal, 8 Jahre, ich weiß nicht, wie lange das heißt. Lang ist Irgendwann habe ich zu Ivan gesagt, hey Ivan, dein Horizont ist nicht so groß, du musst weiter denken. Und keine Ahnung, warum es da überhaupt gegangen ist. Irgendwas Persönlichkeit. Der Ivan ist nicht so gut gegangen zu der Zeit, hat eine schwierige Zeit gehabt. Weil die Ivan ist ja alleinerziehend gewesen mit 2 Kindern und viel Stress und bam. Ja, und dann kommt noch der Bruder daher, der Horizont ist zu klein. Super Bruder, wirklich, Top-Bruder. Scheiße. Weil Okay. sein Horizont so klar. Ja, Wahnsinn, Alter, wirklich. Wie kannst du Ja, vergessen? du warst auch jung und hast geglaubt, du kennst die Welt. Ja, war auch jung, Alter. Wie alt war ich denn da? Ich weiß gar nicht. 23, 24. Dann lade ich dich ein, am Sonntag mit mir da auf meine Folge zu reagieren. Habt ihr Bock im Chat? Eins im klar. Chat, wer Bock hat, dass die Wann nächsten Sonntag auch dabei ist. Sind denn überhaupt noch da? Ist Zwei. überhaupt schon Ja, da? ja, Hallo. 2 Leute sind noch da. Ja. Yeah. Okay, willst du mit mir gehen? War eine tolle Folge, das wollte ich nur sagen. Ich wollte nur Fazit machen. Genau, war schön. Ich fand die Folge spannend, glaube ich halt. Ich weiß gar nicht. Vielleicht war es auch spannend, weil ich mit der Wand geschaut habe. Fuck you all. Ah, der Supplemente, Alter. Da sieht man schon. Mein Supplemente, Lavi mit Da kann ich erzählen, ich habe heute an das Lied gedacht, weil jetzt bin ich in dem Alter, ich friss Supplemente. Omega-3 und Folsäure. Geil. Sehr geil. Da ist die Ina. Sängerin aus Salzburg. Hat jetzt als Hauptcharakter bei Folge 4 bei Willst du mit mir gehen mitgemacht. Und jetzt kommt Ina, Fuck you all, ein Lied von ihr, was sie gemacht hat. Ich bin nicht introvertiert, ich hab nur keinen Bock zu reden. Ich hab's paar Mal probiert, aber niemand passt in mein Leben. Und es waren immer alle gegen einen und die anderen schauen nur weg. Interessiert sie einen Dreck, wie's mir geht, was mir fehlt. Hinter der Fassade steckt viel mehr, als ihr denkt. Und ich brauch kein Geld, um mein Leben zu leben. Fuck you all. Ich bin da, wo ich bin, weil ich bin, wer ich bin. Ist mir egal. Ihr könnt mich hassen oder lieben oder Scheiße finden. Und wenn es sein muss, bleib ich allein. Nö, was ist da?